Mein Name ist Viktor Heuss, ich bin Kurator der Ausstellung Claudia Andujar, The End of the World im Foxy der Deichtorhalle in Hamburg. Claudia Andujar ist eine 1931 in der Schweiz geborene Fotografin. Sie kam in den 60er Jahren nach Sao Paulo. Sie sprach zunächst nicht die Sprache und der Fotoapparat war eigentlich ihr einziges Kommunikationsmittel. In den ersten Jahren bereiste sie viele Länder Südamerikas, das Umland von Sao Paulo, und sie benutzte den Fotoapparat eigentlich als Kommunikationsmittel, um bestimmte Grenzen zu durchbrechen und die Menschen kennenzulernen. Das Interessante an Claudia Andujars Arbeit ist, dass sie zum einen die Fotografie als künstlerisches Mittel einsetzt, aber auch aktivistische Zwecke damit verfolgt. Sie hat eine ganz bestimmte Haltung zu den Menschen entwickelt, zum Menschsein entwickelt, den man dann auch in ihren späteren Bildern bei den Yanomami wiederentdeckt. Anfang der 70er Jahre erhält Claudia Andujar den Auftrag, eine Fotoserie bei den Yanomami zu erstellen. Sie kommt dort an und merkt, dass es zunächst unangebracht ist, den Fotoapparat einzusetzen, und versucht, die Menschen zunächst ohne Apparat kennenzulernen, lebt mit ihnen, isst mit ihnen. Und erst nachdem sie das Vertrauen der Menschen gewonnen hat, wagt sie es sozusagen, den Fotoapparat rauszuholen und die Lebensweise zu dokumentieren. Man muss dabei bedenken, dass die Yanomami ein ganz spezielles Bildverständnis haben und das Bild immer auch an die Seele gekoppelt ist, der abgelichteten Person. Und diese Gegebenheit, dieser Glaube hat es natürlich auch erschwert, in den ersten Jahren Fotos zu machen. Die Yanomami sind eine der größten indigenen Gemeinschaften Südamerikas. Das Territorium der Yanomami erstreckt sich von Venezuela über Brasilien. Claudia Andujar hat sich natürlich auch viel mit der Lebensweise, mit den Weltsichten, mit der Kosmologie der Yanomami beschäftigt. Und eine ganz zentrale Rolle in der Lebensweise der Yanomami spielen die Gemeinschaftshütten, die Yanos. Das ist das Zentrum des Gemeinschaftslebens der Yanomami. In den Gemeinschaftshäusern, in den Yanos, leben mehrere Familien. Claudia Andujar hat versucht, dieses Gemeinschaftsleben in den Yanos mithilfe der Serie The House, das Haus, zu veranschaulichen. In dieser Serie benutzt sie Infrarotfilter, um bestimmte Verfremdungseffekte herzustellen. Gleich zu Beginn der Ausstellung haben wir das mit Yanoa betitelte Bild, was eine Luftaufnahme von diesem Gemeinschaftshaus zeigt, wo das Gemeinschaftshaus wie etwas Organisches wirkt, etwas Lebendes, was auch der Kosmologie der Yanomami entspricht. Durch die Jahre, durch das Kennenlernen der Lebensweisen der Yanomami, der Kosmologie, der Weltanschauung, und die natürlich auch beinhaltet, dass Claudia Andujar merkt, dass es sich um eine komplett andere Bilderwelt handelt, um einen komplett anderen Zugang zur Welt, bemerkt sie die Grenzen der Fotografie und versucht, den dokumentarischen Aufzeichnungscharakter des Fotoapparats zu unterlaufen. Die Yanomami glauben ja daran, dass wenn der letzte Schamane die Welt verlässt, die Welt dem Untergang geweiht ist. Und wenn wir uns heute diese Frage stellen, wie wir das Ende aufhalten möchten, werden diese Fragen, die sich die Yanomami, die sich die Schamanen stellen, immer relevanter. Was heißt es, im Gleichgewicht, im Einklang mit der Natur zu sein? Wie bewahren wir uns vor dem Ende?